Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Geartime News Update von der NAMM 2020. Es gibt wieder zwei weitere Ankündigungen, und zwar einmal von Golden Age Project, die bauen einen Sony C800. Und Drummer entwickelt den 1960 weiter zum 1970. Los geht's! Whitey! Dimson, gibt's wieder Neues? Es gibt wieder Neues, und eine Sache, da ist mir tatsächlich der Mund offen geblieben. Eines der legendärsten Mikrofone, was noch nie nachgebaut wurde. Quizfrage. Shure SM57. Baut seit neuestem Behringer. Dann weiß ich Fast. auch nicht. Hm? Aber einiges teurer. Das Sony C800 ist eines der legendärsten Großmembranmikrofone überhaupt. Super selten. Super teuer? Super teuer. Irgendwie 10.000 Euro aufwärts. Gebraucht, wird auch nicht mehr hergestellt, schon seit Ewigkeiten. Und es ist es hat eine sehr komische Form. Das hat eine externe Kühlung, so einen Kühlkörper drin und so. Also mega strange. Und Golden Age Project, die man sowieso schon kennt, die auch legendäre Sachen nachbauen, wie zum Beispiel den 1073. Die bauen auch Mikrofone nach, also das ist ELA und ich glaube auch ein U87 oder so. Die haben sich jetzt da dran gewagt und die bauen das Ding tatsächlich nach. Ja, und die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, dass das wirklich eine exakte Replik ist. Ja, und ich meine, wenn du es dir schon anschaust. Ja. Kennt man das Design, ne? Ja. Sogar das Netzteil sieht mega vintage aus. Ja. Also diesen externen Kühlkörper und so. Es ist auch kompatibel, pin-kompatibel mit dem Original. Genau. Das Netzteil ist kompatibel. Ja. Du kannst, also angeblich haben die wirklich versucht, das Ding mega minutiös 1:1 nachzubauen und noch ein bisschen zu optimieren an manchen Stellen. ja, ne, also die haben zum Beispiel da eine andere Platinenmaterial benutzt. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist eine vergoldete Keramikplatine Genau. von Rogers, noch nie gehört. Die soll 20-fach so teuer sein wie eine normale Platine. Ja, also der Vorteil ist natürlich, ne, dass du da weniger Einfluss durch Feuchtigkeit zum Beispiel hast, weniger Übergangswiderstände, dass Gold natürlich ein extrem guter Leiter ist. Ne, kennt man das denn aus anderen Mikrofonen? Also ich habe das noch nie gehört. Mir ist, ist mir noch nicht untergekommen, nee. Ne, auch die Kondensatoren, ich habe irgendwelche modernen Siemens haben geschrieben oder so. Genau, da sind irgendwelche verschiedenste Sachen aus Japan auch drin, irgendwelche sehr audiophilen Sachen und auch Siemens Siemens Kondis. Ja, und extrem audiophile Metallfilmwiderstände, was immer das sein mag. Dem werden wir noch auf den Grund gehen, denke ich. Ist das nicht eigentlich ein Gegensatz? Ja, Audiophil und Metallfilm? Für mich persönlich schon nach meiner Erfahrung, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also Vorteil an Metallfilmen ist immer, dass du halt wirklich, dass sie sehr frequenzlinear sind, dass sie temperaturbeständig, rauscharm sind, ja. Ja, also das Ding muss definitiv ausprobiert werden. Ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, aber meines Wissens gibt es keinen Nachbau vom C800. Ich kenne auch keinen. Das ist ja wie gesagt auch so ein Nischenprodukt, und das wurde auch nie wieder irgendwie gemacht, dass so eine Kühlung extern für ein Röhrenmikrofon verwendet wurde. Keine Ahnung warum. Ja, die nehmen ja auch eine Röhre, die sehr, sehr heiß wird. Stimmt, genau. Der nächste Kracher, das ist eine französische Röhre, von der ich noch nie gehört habe. Eine Newerstock Gifte, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. 6AU6. Wie gesagt, noch nie gehört. Ich kenne keine französischen Röhren. Ja, wollte ich gerade sagen, also das Ding ist eine absolute Wundertüte. Das werden wir definitiv checken. Absolut. Also das war der Kracher des Tages, als ich das eben gesehen habe. Next one. Drummer. Drummer kennt man, also Whitey ist ja schon sehr, sehr lange in der Studioszene dabei. Und was er mir im Vorgespräch eben kurz gesagt hat, ist, er wollte immer von Drummer das Gate haben. So. Weil das war eigentlich, also wenn man ein Gate hatte, genau, das State-of-the-Art Gate überhaupt, ne? Heutzutage ist es so mit Gates grundsätzlich. Also da bin ich ja tatsächlich der Meinung, dass da die Digitaltechnik heute die Nase vorne hat. Mit dem Look-Ahead. Mit dem Look-Ahead und kannst ein Gate so einstellen, dass du es wirklich nicht hörst. Ja. Ne? Man kann natürlich auch eine ganze Armada an Gates noch für die Bandmaschine zur Rauschunterdrückung nehmen, aber so. Aber um nicht zum Thema zu kommen, Drummer hat ewig lange diesen legendären 1960 Kompressor gebaut, ja? Ein FET-Kompressor. FET-Kompressor, genau. Ja, und das machen die jetzt schon wieder. So könnte man so sagen. Aber die haben ihn weiterentwickelt, deswegen sind die 10 Jahre weitergegangen, könnte man so sagen. Der heißt jetzt 1970, ist auch wieder ein Stereo-Kompressor und hat auch noch einen Preamp mit drin. Sieht für mich typisch Drummer-mäßig aus. Also irgendwie erkennt man Drummer-Kissen. Selbst wenn nicht Drummer draufsteht, könnte ich dir sagen, das ist sieht schön Vintage-mäßig aus, absolut. Wie wir das gerne haben. Ja. 2 HE, ziemlich fett, sehr vollgepackt.
Genau, und da wurden diverse Features aus dem 1960 auch irgendwie ein bisschen noch weiter erarbeitet, dass man noch irgendwie einen präziseren oder aufgeräumteren, transparenteren Sound hat. Die haben ja neue Chips von Z, haben die als, also ich kenne Z eigentlich so als Hersteller von VCAs. Und anscheinend, also wie ich das verstanden habe, haben die einen Mikrofon-Preamp-Chip entwickelt. Der soll ultra clean klingen, wenn man die FETs abschaltet. Ja, so. Und zusätzlich kann man halt auch die Impedanz im Eingang anpassen. Das hatten wir jetzt ja vor kurzem als Impedanz. Da kommt nachher nochmal ein Video zu. Es gibt jetzt nämlich auch schon Preamps, die tatsächlich sehr, sehr hochohmig laufen. Ja. Der läuft auch hochohmiger, den kann man nämlich umstellen von 200, 600 und 2400 Ohm. Je nachdem, was du für ein Mikrofon hast, kannst du das dann anpassen. Genau. Und auch den Sound damit beeinflussen. Genau. Und irgendwie verschiedene Klangfärbungen irgendwie hinbekommen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch 2 Sachen an dem Gerät, das ganz interessant ist. Die haben einen Big- und einen Air-Modi, wo sich irgendwie die Tiefen und die hohen Frequenzen irgendwie optimieren lassen. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, ich denke, das Konzept ist halt auch, wie wir es schon von anderen Produkten hier kennen, dass du auf der einen Seite einen sehr ultra linearen Preamp hast, den du aber auch halt mit solchen Features halt färben kannst. Ja, das kennt man tatsächlich von den Rupert Neve Design-Kisten auch, ne? Achso, und was er tatsächlich auch noch hat, der hat auch ähnlich wie... ich wollte es ja nicht gesagt haben. Da wurde ich letztens im Video nämlich noch irgendwie fast berichtigt, hätte ich gesagt. Der kann auch Parallelkompression machen und hat einen Wet-and-Dry-Regler. Letztens bei einem anderen Produkt, das wir vorgestellt haben, hieß es Blend. Und dann sagte ich, dann ist das ja so wie Wet-and-Dry. Naja, kam dann zurück. Hier der Beweis. Drummer hat es bewiesen. Und die Kiste wird tatsächlich, und das finde ich auch bemerkenswert, in England handgefertigt. So, das stelle ich mir ziemlich teuer vor. Können wir mal gespannt sein auf den Preis, ja. 1500 €. Ja. So. Soll in den nächsten Wochen verfügbar sein. Klingt spannend. Klingt definitiv spannend. Auch die Kisten sollte man hören. Werden wir vielleicht sehen. Ja, das waren jetzt wieder 2 Neuigkeiten von der NAMM. Die NAMM ist auch schon zu Ende oder neigt sich dem Ende zu. Ich weiß es nicht genau. Ich bin nämlich nicht da drüben. Wir machen vielleicht nochmal, wenn es noch ein paar Produkte gibt, die uns super gefallen haben, machen wir dazu nochmal ein Video. Vielleicht machen wir noch eine Zusammenfassung, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr von den beiden Sachen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.